Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute eine Sende- und Empfangsstelle eines der wohl bekanntesten Zahlensenders der DDR an. Das Wetter ist leider nicht so schön, es regnet und ist ziemlich kalt geworden. Für unser Hobby aber doch besser, weil man dann immer seine Ruhe hat. Die Gebäude sind leider in einem schlechten Zustand äußerlich, das ganze Gelände hier auch schon. Und normalerweise wird man sich denken, warum hierzu ein Video machen, aber die Geschichte hierhinter ist sehr interessant. Die Sende- und Empfangsstelle wurde von der Abteilung Militärische Aufklärung der NVA, einer Unterorganisation des Ministeriums für nationale Verteidigung, betrieben. Es handelte sich hierbei um eine Abteilung des militärischen Geheimdienstes. Hauptaufgabe des Militärgeheimdienstes war das Vermeiden von Überraschungsangriffen durch den Feind. Dazu hatte der Militärgeheimdienst viele Agenten in die Bundeswehr und die NATO sowie deren Umfeld eingeschleust. Diese mussten natürlich Instruktionen und Informationen erhalten, und damit der Feind nichts mitbekommt, wurden diese logischerweise verschlüsselt. Der Hauptsendebetrieb für die Agenteninstruktionen erfolgte über das Funkamt der NVA, intern auch als Agenturisches Funkzentrum bekannt. Das Funkamt selbst hatte seinen Sitz in Dahlwitz-Hoppegarten. Von hier aus wurde dann der Sender unter Mitwirken des Personals in der dazugehörigen Empfangsstelle fernbedient. Wir befinden uns hier gerade in der Empfangsstelle und besuchen nachher auch noch den Standort des ehemaligen Senders. Es ist unbekannt, wann der Sender das erste Mal in Betrieb ging. Die erste dokumentierte Aufzeichnung stammt zumindest von 1973. Berühmt wurde der Zahlensender durch seine auffälligen Töne, die er vor jeder Nachricht sendete. Aufgrund dieser Tonfolge erhielt der Sender die einfache inoffizielle Bezeichnung Gong. Die Enigma 2000-Kennung ist G03. Das G steht für German, nach der Sprache der übertragenen Funksprüche. Enigma steht für European Numbers Information Gathering and Monitoring Association und ist eine Vereinigung von Funkamateuren, die sich mit der Beobachtung von Zahlensendern auf Kurzwelle beschäftigt. Und die haben sozusagen ihre eigene Liste, um diese Zahlensender besser zu dokumentieren und leichter in eine bestimmte Gruppe einzuteilen. Fun Fact: Der zweitiefste Gongton ist derselbe, mit dem heute noch jede Sendung der Tagesschau beginnt. Nach dem Gong folgte die eigentliche Nachricht für die Agenten in Zahlenform. Der Start der Übertragung erfolgte durch die Ansage Achtung, gefolgt von einem 5-stelligen Zahlencode, der den Agenten oder die Agentengruppe identifizierte. Danach folgte das Wort Trennung und einer Zahl, welche die Anzahl der später zu übertragenen Zahlengruppen angab. Beendet wurde diese Ansprache mit einem erneuten Achtung. Danach folgten die Zahlenkolonnen in Gruppen zu 5 Ziffern, die die eigentliche Botschaft enthielten. Die Sendung wurde mit der Ansage Ende beendet, gefolgt von einem einmaligen Abspielen des Tonsignals. G03 arbeitete nach einem festen Sendeplan. Er war beinahe 15 Stunden täglich auf Sendung. Diese Sendungen begannen zur vollen oder zur halben Stunde, jeweils 10 Minuten vorher durch das Gongsignal angekündigt. Im Mai 1990, wenige Monate vor der deutschen Wiedervereinigung, folgte um 23:30 Uhr die letzte bekannt gewordene Sendung. Diesmal war der Inhalt allerdings etwas anders, doch hört selbst. Die Sendung
Welche Bedeutung diese Nachricht hatte, wurde nie genau geklärt. Es wurde einzig und allein darüber spekuliert. Manche sahen darin einen lustig gemeinten Abschiedsgruß an die DDR und das Spionageamt, doch manch ein anderer sah darin auch eine versteckte Botschaft mit einer Bedeutung in folgende Richtung. Über die Jahrzehnte hinweg änderte der Gongton auch seine Tonart. Für diese letzte Nachricht ist man dann allerdings wieder zur alten Tonart zurückgekehrt. Die Gründe hierfür sind ebenfalls unbekannt. Außer Ruinen ist hier leider nicht mehr viel zu sehen, was an die damalige Zeit erinnert. Deswegen fahren wir uns trotzdem noch zum Sender und schauen uns mal das Gebäude an. Und hier Dutzende Kilometer von der Empfangsstelle entfernt, versteckt im Wald, befand sich dann die Sendestelle. Also wir erinnern uns, in Dalwitz-Hoppegarten war das Funkamt, das hat dann seine Anweisung an die Empfangsstelle geschickt, wo wir vorher waren. Und die Empfangsstelle hat dann hier die Sendestelle fernbedient, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wie man sieht, sind die Gebäude nicht mehr sehenswert. Hier stand mal Technik drauf. Das sieht aus wie für Luft. Vielleicht war das ja für die Kühlung auch vorgesehen, für die ganze Sendeanlage. Die wird ja bestimmt auch gut warm. Weiß ich aber auch nicht genau, vielleicht weiß ja jemand mehr. Dann schreibt es gerne mal rein. Das könnte ja auch Ventilation gewesen sein. Also dass das ganze Ding hier zur Luftkühlung war. Im Nebenraum, ja. An den Aufnahmen vielleicht standen dann hier die Sender irgendwo drin. Ansonsten alles nur leere Hallen. 4, 7, 8, 6, 6, 5, 7, 8, 6, 6, 5, 5, 4, 7, 9, 0, 5, 4, 7, 9, 0, 9, 2, 0, 7, 9, 9. Auf der Rückseite ist auch noch ein großes Betonfundament. Vielleicht stand da ja mal eine Antenne drauf. Ich befürchte, wir sind am Ende angekommen. Die Gebäude geben ja leider nicht mehr so viel her. Aber dafür ist die Geschichte umso spannender. Und ich hoffe, wir konnten euch mal einen kleinen geschichtlichen Exkurs geben und euch ein bisschen diese ganze Anlage dokumentieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, schaut mal bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.